Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu We Are Musical Talk Time. Ich habe mir heute wieder einen Gast zu einem ganz persönlichen Gespräch eingeladen. Ich freue mich sehr, dass er da ist, aus unserem Cats-Ensemble, Alexander Auler. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Erstmal vorweg, wir bleiben heute auf Distanz. Wir sind beide getestet, deshalb dürfen wir ausnahmsweise mal ohne Maske sprechen. Alexander, wir dürfen nicht spielen. Wir sind im Lockdown seit gefühlten Monaten oder auch nicht mal gefühlt, jedenfalls sehr lange Zeit. Wie geht's dir als Künstler mit dieser Situation, ganz persönlich? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Situation, gerade wenn man, wie wir jetzt hier im Theater sitzen, das sieht und auf der Bühne ist, auf die man gerade nicht darf und seit sehr langer Zeit schon nicht darf. Es ist schrecklich eigentlich, ne? Dass man noch nicht weiß, wo geht's hin und wann dürfen wir wieder. Es ist eine sehr, sehr große Umstellung gewesen aus dem täglichen Spielbetrieb dann in diese Zeit ohne Boden sozusagen. Wie ist es dir ergangen? Was hast du gemacht? Du hast ja einiges vorgenommen in dieser Zeit. Ich habe damit angefangen, dass ich erstmal hier fest nach Wien gezogen bin. Ne? Also ich habe meinen Erstwohnsitz quasi hier nach Wien verlegt aus Berlin. In eine neue Wohnung gezogen, aber du willst jetzt bleiben. Genau, ich will bleiben. Es gefällt mir wahnsinnig gut, ja. Also ich fühle mich richtig, ja, fast schon zu Hause. Ich finde, Wien strahlt für mich eine totale Ruhe aus. Ich gehe durch die Straßen und sehe die wunderschönen Gebäude. Es gibt tollen Kaffee. Und da hast du gedacht, hier möchtest du bleiben. Genau. Es hat sich ergeben, dass ich eine total schöne Wohnung gefunden habe und dann gesagt habe, ja, das ist es. Und du hast ja auch einen neuen Mitbewohner, einen ganz kleinen. Ja, genau, den kleinen Ralph. Wir haben einen kleinen Hund gerettet, adoptiert jung, aus oder? Kroatien, genau, knapp 4 Monate alt, gute 4 Monate. Und ja, der ist jetzt seit einem Monat da und bereichert das Leben immens. Und du übst immer viel mit ihm, hast du erzählt? Ich Er muss übe noch viel lernen. Er muss noch viel lernen, ja. Ich aber auch, wie ich gemerkt habe. Ich dachte, ich bin mit Tieren aufgewachsen, das ist überhaupt kein Problem. Man spricht schon irgendwie die gleiche Sprache, bis er dann da war und ich nach 5 Tagen gemerkt habe, nee, ich glaube, die Sprache muss ich erst mal lernen und muss erst mal verstehen lernen, was er möchte und was ich machen muss, damit er versteht, was ich von ihm möchte. Aber das klappt super. Ich sage immer, der schläft 8 Stunden durch seit Tag 1 und das ist ein großer Segen und da kann Wie groß kommen. wird der was mal will. werden? Ich vermute so um die 20 Kilo. Der wird eine gute Labrador-Größe bekommen, denke ich. Es gibt ja jetzt sogar DNA-Tests, wo man bestimmen kann, welche Rasse der Hund hat. Und das haben wir jetzt mal gemacht und schauen mal, was rauskommt. Vielleicht ist sogar ein Chihuahua drin, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er dann gut erzogen und Hoffentlich. ausgebildet. Du hast dich aber auch mit anderen Dingen jetzt beschäftigt im Lockdown, hast die Zeit genutzt. Du hast eine Weiterbildung gemacht oder möchtest du da ein bisschen erzählen darüber? Genau. Also es ist quasi daher gekommen, dass nach dem ersten Lockdown oder während des ersten Lockdowns, wenn man so voll aus dem Spielbetrieb kommt und wirklich jeden Tag 3 Stunden diese Show spielt, die ja körperlich sehr viel abverlangt und man dann auch im Grunde fast essen kann, was man möchte und man sieht es nicht. Und dann kommt man in den Lockdown, wo man sich sehr wenig bewegt und merkt auf einmal, oh nee, das Konzept, das geht nicht mehr so gut auf. Also, weil die Show so anstrengend ist. Muss man dann auch viel essen wahrscheinlich. Muss man auch natürlich, sonst hat man die Energie gar nicht und die Kraft, das durchzuhalten. Und dann waren auf einmal keine Vorstellungen mehr. Genau, dann war das auf einmal weg und ich habe gemerkt, oh, die Ernährung muss ich irgendwie anpassen, umstellen, hatte aber nicht wirklich so die Ahnung, wie ich das machen soll und habe mal überlegt, welche Themen mich interessieren, wo man einfach privat, hobbymäßig sich gerne weiterbilden möchte und habe dann eine Weiterbildung sozusagen im Bereich Ernährungsberatung gefunden und habe mich da reingeklickt, habe mich so ein bisschen angeguckt und das sah alles sehr interessant aus und habe mich dann dazu entschieden, das zu machen und ja, bin da jetzt mittendrin und kann das auch schon ganz gut auf mich selber anwenden und man versteht auf einmal auch besser Zusammenhänge und weiß, wie was funktioniert und so. Was ist denn wichtig bei der Ernährung? Ja, ganz kurz. Ganz kurz ist tatsächlich schwierig, weil es sehr, sehr individuell ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das muss jeder machen, weil jeder Körper ist unterschiedlich, jede Verdauung ist unterschiedlich. Aber wenn ich sagen sollte, was jetzt besonders wichtig wäre, würde ich wahrscheinlich jedem erstmal empfehlen, wesentlich mehr zu trinken, weil wir die Tendenz haben, einfach zu wenig zu trinken. Und so jedes Gericht, was man hoffentlich selber kocht aus frischen Zutaten, möglichst mit Vollkornprodukten anreichert und viel Gemüse und Obst, einfach um Vitaminen- und Nährstoffversorgung sicherzustellen. Das ist schon mal sehr wichtig. Wie ist das mit Frühstück? Ist das wichtig? Frühstückst du selbst?
Ich frühstücke selber, ja. Ich musste es aber tatsächlich auch erst üben sozusagen und für mich erst hier, habe ich auch in Wien tatsächlich erst gelernt, Aha. aufgrund des Studiums, dass man morgen halt wirklich morgens schon um 10 Uhr anfängt an der Ballettstange. Konnte ich vorher nicht wirklich was essen und jetzt aber sehr, sehr wichtig und gehört auch für mich zum Morgenritual dazu. Nach dem Kaffee gibt's ein gutes Süß Frühstück. oder salzig? Es kommt drauf an, aber eigentlich eher salzig, ja. Und was tust du selbst für deine Gesundheit? Ja, jetzt ist natürlich die Situation, dass die Gyms zu sind, ne? Und das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil man zu Hause trainieren muss. Und für mich als großen Mann und ist das natürlich schön, Raum um sich zu haben und zu wissen, ich brauche viel Platz. Ich bin um 1,93 ungefähr. Das ist groß. Ja, genau. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin schon so knapp unter der Decke, dann ist mit Springen und so schwierig. Aber man muss da durch. Ne? Also, da habe ich mich mehr oder weniger dazu gezwungen und das funktioniert auch gut. Und, machst du ganz regelmäßig? Ja, genau. Wir haben ja auch tatsächlich durch unsere Dance Captain aus der Cats-Gruppe da eine Fitnessgruppe, die sich 3-mal die Woche trifft über Zoom. Und das ist fantastisch. Also man sieht sich als Kollegen und macht zusammen Sport. Was würdest du jemandem raten, der sagt, ich finde da keinen Anfang, ich kann mich nicht überwinden? Ich würde tendenziell mal schauen, was macht einem Spaß? Also ne, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sagen, wo hast du richtig Bock drauf? Ist das ein Spaziergang? Ist das Joggen gehen? Ist das Yoga, Pilates? Ist das mit Stangen zu trainieren? Da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. TRX-Bänder, wo man mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Muss man immer schauen. Aber auf jeden Fall das zu finden, was einem Spaß macht. Weil ich glaube, langfristig hat man nur Erfolg, wenn man wirklich was verfolgt, was einem auch Spaß macht. Und wenn man nicht das Gefühl hat, oh, ich muss mich jetzt zwingen, dann ist das eher eine Last, die man mit sich trägt. Und das soll ja eigentlich was Schönes und was Gutes sein. Und du interessierst dich auch für Psychologie, hast du gesagt. Ja, genau. Ich finde, das ist halt so zu diesem Ernährungstrainings und Psychologie, das sind so diese 3 Sachen, die mich neben meinem Hauptberuf sehr, sehr interessieren natürlich. Und ja, lese da auch doch diverse Bücher in verschiedenen Bereichen. Das ist auch sehr bereichernd. Und braucht man das nicht auch als Schauspieler, Psychologie, wenn man sich in die Rollen hinein versetzt? Ich würde sagen, das wäre von Vorteil, ja. Also, dass man einfach, aber auch, ob man es jetzt Psychologie nennt oder ob es ein Gespür ist für andere Menschen, für andere Situationen, die man vielleicht die ich als Alexander vielleicht anders wahrnehmen würde das aber die Rolle dann brauchen, dass man dann sagt, na, wie denke ich denn jetzt mit der Vorgeschichte, die ich habe zum Beispiel. Also es macht ja auch Spaß, andere zu beraten und zu coachen oder so. Schon, ja. Ich gebe das gerne weiter. Also ich finde Wissenstransfer auch wahnsinnig wichtig. Hast du so was Ausgleichendes, kannst du vermitteln? Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich, wenn es die Situation verlangt, dann auch durchaus meine Meinung mal zurückstelle und sage, hey, aber... Du wirkst auch immer ganz ruhig. Ja, ist gut. Gibt es auch etwas, was dich richtig in Rage bringt? Ja, total. Ja, nach dem Umzug hatten wir jetzt, ich dir vorhin schon erzählt, 4 Tage den Stromausfall. Und dann habe ich dann quasi zwischen dem Bereitsteller in der neuen Wohnung, genau, ja, das ist ja schlimm. Und musste ich dann quasi immer zwischen dem Energiebereitsteller und dem Netzbereitsteller hin und her telefonieren und habe dann immer die Antwort bekommen, ja, da müssen Sie sich drum kümmern. Und ich hatte ja keine Ahnung von. Und das hat mich in Rage gebracht, dass ich immer hinterher telefonieren musste. Man keine Kontrolle hat. Nein, und ich meine, Candlelight Dinner ist ja mal schön, aber wenn man das 4 Tage machen muss, dann merkt man, was Elektrizität eigentlich, wie bereichert das ist. Ja, das ist wichtig. Wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt und gebeten, uns Fragen zu schicken. Und die sind hier in diesen Umschlägen. Ich weiß selber nicht, welche Frage in welchem Umschlag ist, aber ich wollte dich bitten, eine zu ziehen. Jawohl. Und die möchte ich dir dann stellen. Das machen wir. Überleg dir gut. Drumroll. Mal auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite. Die soll es sein, ja? Die soll es sein. Ich mach drauf. Bist du sicher? Ich bin sicher. Bist du aufgeregt ein bisschen? Ein bisschen, ja. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne loswerden? Ja, haben wir gerade schon gesagt, meine Ungeduld. Ich möchte gerne, dass Dinge, wenn ich sie bemerke, dann auch sofort so sind. Oder auch zum Beispiel mit dem Hund. Wenn ich sage, sitz und ich weiß, er hat es schon 3-mal gemacht, dann ist das für mich abgespeichert unter, verstehe ich. Aber das ist auch, ich glaube, vor allem auch der Hund, der bringt mir bei, woran ich noch arbeiten muss. Und wahrscheinlich wäre es mir auch gar nicht so bewusst geworden, dass ich so ein ungeduldiger Mensch bin, wenn ich ihn nicht bekommen hätte. Tatsächlich. Oh. Schön. Du hast uns auch einen Song heute mitgebracht. Welcher Song ist das und warum hast du ihn dir ausgesucht? Ja, das ist der Song Letzter Vorhang aus dem Musical Schikaneder, was ja im Raimund Theater lief. Ich habe ihn gehört und ich dachte, es ist eine schöne Message und einfach die Situation, in der wir uns gerade befinden, passt. Ja, von daher
ist die Sehr Wahl. schön, da freuen wir uns jetzt drauf. Wir hören jetzt Alexander Auler mit Letzter Vorhang aus dem Musical Schikaneder. Viel Spaß. Letzter Vorhang, Schluss mit dem Theater, Fantasie gestrichen, die Träume annulliert. Letzter Auftritt auf der leeren Bühne, ein verlassener Mime, keiner applaudiert. Letzter Vorhang, ich verliere sie, sie verlässt mich, ich kann's sogar verstehen. Jetzt fällt der Vorhang, Rollenspiel beendet. Soll mein Schmerz sich zeigen, jeder darf ihn sehen. Doch eines Tages bin ich stärker und es muss nicht sein, dass ich mich maskiere. Ich stehe vorm Vorhang, ungeschützt und ehrlich, und würd dir gern sagen, versuch's noch mal mit mir. Alexander Auler mit dem Song Letzter Vorhang aus dem Musical Schikaneder, begleitet am Cello von Maria Frodel und am Flügel von Peter Biro. Alexander, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank für die Einladung. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie es noch nicht tun, folgen Sie uns doch gern auf Social Media, da können Sie diese und auch andere Folgen nachschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Auf Wiedersehen.